Good evening, everyone, and welcome to the 7th in the lockdown webinar series for Europe. Guten Abend euch alle und willkommen zum 7. Webinar hier in Europa. So today we're going to look at electromagnetic frequency stress. Heute geht es um elektromagnetische Frequenzen und deren Felder und Stress darüber. And so this stress is, and so we'll be looking at specific examples of it, including the 5G frequency ranges, which are part of the microwave frequency range. Und wir schauen uns da verschiedene Strahlungen an und unter anderem geht es auch um die 5G-Frequenzen und das sind ja Mikrowellenfrequenzen. We'll be also looking at geopathic stress. Wir schauen uns aber auch noch den geopathischen Stress näher an. And so we will look at, along with geopathic stress, we'll look at other things like the natural earth frequencies called the Schumann resonances. Aber es geht in diesem Webinar auch um die ganz natürliche Erdfrequenz, die auch Schumann-Frequenz genannt wird. And we'll also be looking at what is the effect of radiation in the body. Und wir schauen uns auch an, was ist der Effekt der Strahlung auf unseren Körper. And so the effect of the, and with reactive oxygen stress or reactive stress in the oxidative stress in the cell and how it damages the DNA. Und es geht auch um den Effekt von reaktivem Stress, auch in den Zellen und wie er die DNA innerhalb der Zellen schädigen kann. So it's oxidative stress, so it's reactive oxygen and reactive nitrogen we'll be looking at. Und es geht da um reaktiven Sauerstoff und um reaktiven Stickstoff. So the first of all, we want to look at what is the actual electromagnetic spectrum. Und als erstes schauen wir uns erstmal an, was ist denn eigentlich so genau genommen das elektromagnetische Spektrum? So the electromagnetic spectrum is actually the range of frequencies of electromagnetic radiation. Und man könnte es so definieren, dass das elektromagnetische Spektrum nichts anderes ist als der Range von Frequenzen, also der Radius von Frequenzen in einem bestimmten Spektrum von elektromagnetischer Strahlung. And this frequency range is divided into separate frequency bands. Und dieser Frequenzbereich wird unterteilt in verschiedene Frequenzbänder. Okay. And this is them from the smallest ones, which are the really extremely low frequencies where we're talking about very low hertz up to the highest, which are gamma rays. Und es startet, wie ihr sehen könnt, in der Tabelle ganz unten mit den extrem langen Frequenzen oder niedrigen Frequenzen, so mit den extrem niedrigen Frequenzen und reicht rauf bis hin zu den Gammastrahlen. Okay. So at the top here, you can see these ones here, the ionizing radiation, including the extreme ultraviolet, which have been shown to cause direct damage to DNA. Und hier seht ihr, dass die oberen 4 zählen zur ionisierenden Strahlung und dazu gehört auch das ultraviolette Licht und das führt des Weiteren, das weiß man, zu Schäden an der DNA. Where down here you've got the ultraviolet and infrared, the visual spectrums here at the bottom of the near ultraviolet radiation. Und dann geht es weiter hier mit dem ultravioletten und aber auch dem Infrarot-Frequenzen bzw. Licht. Und wir sehen gerade noch so, was wir in unserem visuellen Spektrum mit drin haben, ist quasi das ultraviolette Licht. And then down here you've got the microwave frequencies. Und hier noch eins weiter unten haben wir die Mikrowellenfrequenzen.
So the 3 and 4G are in this lower band of microwaves, the ultra high frequency. Und die 3 und 4G Frequenzen sind in diesem Ultra-Hochfrequenzbereich, hier in diesem niedrigeren Bereich eben. And the 5G is up in these two levels here. They're just higher frequencies, which means they're shorter wavelengths. Und das 5G befindet sich eben bei den extrem hohen Frequenzen oder super hohen Frequenzen. Und das heißt nichts anderes, als sie haben eine kürzere Wellenlänge. And then below that, you've got all the radio waves. Und dann hier weiter unten noch habt ihr die ganzen Radiowellen. And then down to the lower frequencies here. Und dann eben bis ganz nach unten zu den niedrigen Frequenzen. And these lower two bands is where you get the brain waves. Und diese beiden letzten Frequenzbereiche, die noch in der Tabelle aufgeführt sind, hier befinden sich auch die Gehirnwellen. So first, let's talk about cellular pathology and what, you know, and I'll talk a little bit about how this came, how I got the idea to do this. Und als erstes sprechen wir etwas über die zelluläre Pathologie. Und da möchte ich euch einfach auch ein paar Ideen mitteilen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, darüber etwas zu schreiben. And because for a long time people asked me, can I do something with geopathic stress or this? And I, you know, for me, I have to see how the whole picture works. And until I see the whole picture, I can't do it. I just can't decide to do one thing. I have to see the big picture first before I can get maybe the small thing that we need. Und Leute haben mich immer wieder gefragt, oh, kannst du nicht etwas tun, irgendwas zum Thema geopathischer Stress, das wäre toll. Und ja, ich kann einfach nicht einfach etwas zusammenstellen, bevor ich nicht das größere Bild sehe. Das heißt, ich brauche das größere Bild, bevor ich mich dem Detail widmen kann. Okay, and so I mean, I think I was in Austria actually, and we were doing something or talking about in the Immune 1 course. I've got this cellular pathology formats. Und ich glaube, ich war sogar in Österreich zu der Zeit und im Immun 1 Kurs, da haben wir ja die zelluläre Pathologie und die Formate dafür. And we in there, one of the formats for the cellular pathology was cellular damage due to radiation injury. Und eine der Formate innerhalb dieser zellulären Pathologie Formate war eben, da ging es um zellulären Schaden aufgrund von Strahlung. And then it occurred to me in that moment when I was looking at that all, because this is just the higher frequencies of electromagnetic radiation. Und dann ist mir eingefallen, das ist mir plötzlich so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass diese höheren Frequenzen natürlich etwas zu tun haben mit diesen bestimmten Frequenzen, mit diesen elektromagnetischen Frequenzen. Is that this was actually, if we want to consider any kind of stress from any frequency of radiation, the stress is going to appear in the cells in our body. So then I could see the big picture that was really about the effects of radiation stress in the cells in the human body. Und dann ist mir eingefallen, dass es natürlich so sein muss, dass egal welche Art von Strahlung immer sich widerspiegelt in jeder einzelnen Körperzelle des Menschen. Okay, so damage is actually caused by the radiation, the ionizing radiation, and this is a model. Actually, it wasn't from a scientific source. It was actually from a source that produced some of these EMR shields, right? Und hier habt ihr jetzt mal noch so einen Überblicksseite. Also da geht es jetzt so um die ionisierende Strahlung und welchen Schaden die quasi hervorruft. Ja, und das ist jetzt nicht was Wissenschaftliches, sondern es ist quasi einfach jetzt ein Überblicksbild von einer Firma, die quasi diese Schutzschilder auch gegen Strahlen, auch für Handys oder so produziert.
So you can see what is definitely known as ionizing radiation causes direct damage to DNA. Und was man hier direkt sieht, ist, dass genau diese ionisierte Strahlung einen direkten Schaden an der DNA verursacht. And what they propose is the non-ionizing radiation like that from microwaves actually affects the water and causes water molecules inside the cell to then become free radicals. And then the free radicals then damage the DNA. So that's their model of how non-ionizing radiation would create damage to the DNA. Und das andere Modell wäre dann eben oben von dieser nicht ionisierten Strahlung, wie die quasi Einfluss nimmt, also von den Mikrowellen zum Beispiel, wie die Einfluss nimmt auf das Wasser und das Wasser verändert. Und das dann aufgrund dieses veränderten Wassers zu freien Radikalen im Körper führt und diese freien Radikale wiederum die DNA im Körper schädigen kann. Okay. Now, the other thing that can happen is with the we're getting reactive oxygen produced, is that it also damages the cell membrane. Und natürlich, wenn reaktiver Sauerstoff produziert wird, dann kann das natürlich die Zellmembran schädigen. And so and often what you have in your membranes is antioxidants to protect against reactive oxygen species. Und was wir oft in unserer Zellmembran schon enthalten haben, sind Antioxidantien, um uns genau gegen diese freien Radikale quasi zu schützen und zu wehren. So things like vitamin E. Und solche wären dann, die uns schützen, Vitamin E. The other antioxidants that are very important against this is vitamin C. Das andere Antioxidanzmittel, um uns zu schützen, wäre dann sehr bekanntes, nämlich das Vitamin C. And the other, and of course glutathione as well. Und natürlich gilt da auch noch das Glutathion. So the other one that directly will protect against the reactive oxygen for the cell membrane, but any other antioxidant as well. Und das sind natürlich jetzt unsere direkten Antioxidantien, die unsere Zellmembran vor reaktivem Sauerstoff zum Beispiel schützt. So Aber natürlich gibt es auch noch andere. Yeah, so for instance, things like bioflavonoids and resveratrol and anything that has an antioxidant capacity. Wie zum Beispiel Bioflavonoide, Resveratrol zum Beispiel, also alles, was quasi irgendwo Antioxidantien ausmachen. So when we're looking at the kinesiology kind of, or how can you work as a natural therapist against against radiation stress? Und dann geht es natürlich auch noch um die Frage, wie kann ich als Therapeut oder als Kinesiologe dann auch gegen reaktiven Stress oder elektromagnetischen Stress vorgehen? You would look at things like, obviously balancing against the electromagnetic radiation, which there's been a lot of balances for that in kinesiology. Und natürlich könnte man da mit Balancen vorgehen und da gibt es innerhalb der Kinesiologie sehr, sehr viel Balancen dafür. But the other thing would be important to address the antioxidant situation. And so if someone's got a high load of oxidative stress in their body, they would need more antioxidants, vitamin C, E, and support glutathione production. Und natürlich geht es dann auch darum, direkt quasi auf Nährstoffmittel zu schauen, quasi, was könnte denn an Antioxidantien hinzugeführt werden, also an Supplemente zum Beispiel. Ja? Und das speziell bei sehr hoher reaktiver Sauerstoff- oder Stickstoffbelastung. But as always with this kind of thing, I would suggest you see a duly qualified health practitioner that can sort that out for you. Und natürlich verweist er an der Stelle immer an einen Naturheilpraktiker, der das genauer im Blick hat, welche Mittel da angebracht sind. And just a little interesting fact about glutathione. Und dann gibt es noch einen kleinen interessanten Fakt über Glutathion. It's actually made of 3 amino acids. Und Glutathion besteht aus 3 Aminosäuren.
So you've got these two enzymes that actually make it inside the cell. Und wir haben auch dafür zwei Enzyme innerhalb der Zelle, die herstellen. But what limits its availability is cysteine, because cysteine's the first one you need. Und was quasi aber das Ganze beschränkt in der Herstellung, ist das Cystein, weil das ist schon die erste Aminosäure, die wir dazu brauchen, um Glutathion herzustellen. And cysteine levels inside the cell, free cysteine, is what actually limits your ability to make glutathione. So that's just something interesting to think about. Und der Mangel oft an freiem Cystein innerhalb der Zellen ist oft der Grund, warum wir vielleicht zu wenig Glutathion herstellen können. Und das ist vielleicht ein interessanter Fakt eben dazu. You've also got nitrosative stress. Wir haben auch Nitrosative stress. It's Stickoxid-Stress eigentlich. Also Nitric Oxide Stress, right? Yeah. No, Ja, also yeah. So this is called by reactive nitrogen species. Ja, und wird quasi verursacht von reaktivem Stickstoff, den es auch gibt. Yeah. Nitrosativer Stress, genau. Yeah. And there's this molecule called peroxynitrite. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Molekül, das ist das sogenannte Peroxynitrit. And this is caused by nitric oxide combining with the superoxide radical. Und das entsteht in der Kombination von dem Stickoxid und dem Superoxid. Das führt quasi zu diesem Peroxynitrit. And this oxidizes the iron in the heme. Und da oxidiert das Eisen im Hem. And so anyone, of course, if anyone's got any of the pyrrole issues, the problem with pyrrolia is that you can't make heme properly. And then if you oxidize the iron, then you've got problems. Und dann haben hier an diesem Punkt, wo das Eisen quasi im Hem oxidiert wird, die Leute mit dem Pyrrol wieder Probleme, ja, weil die eben zu wenig Hem produzieren. Yeah. And it also causes tissue injury like the Und es kann auch zu Gewebsverletzungen führen. So this is the superoxide radical. You can see there it's an oxygen, an O2 with an electron missing. Und hier seht ihr quasi das Superoxid und das ist eigentlich ein Sauerstoff mit einem, es steht hier so eine 2 dabei und da fehlt quasi ein Elektron. And the nitric oxide is actually made as part of the urea cycle. Und das Stickoxid hier entsteht hier als Teil von dem Harnsäurezyklus. Mm-hmm. And you can see they join here and become this peroxynitrite. Und hier seht ihr eben in dieser Formel, dass das Stickoxid und das Superoxid sich verbinden und zu diesem Peroxynitrit werden. So you can oxidize different substances within the cell and also cause damage to the mitochondria. Und so kann ich quasi innerhalb der Zellen verschiedene Dinge oxidieren. Hier steht sowas wie Fette, Proteine und so weiter. Natürlich führt es links im Bild auch zu Zellschäden. And if you look here, this is the superoxide radical. Und hier seht ihr in der Mitte das Superoxidradikal. This is the nitric oxide. Und hier habt ihr das Stickstoffoxid oder Stickoxid. Yeah. And you can see here how they kind of join up. They've got these like lone electrons here, and they join up, causing this nitrogen-oxygen bond, and this is peroxynitrite here. Okay, und dann seht ihr jetzt eben hier an diesen zwei Bildern hier, dass ihr quasi das Superoxid habt und das Stickoxid habt. Ja? Und dazwischen seht ihr diese Pünktchen, das sollen die
die Elektronen darstellen. Ja, das wären diese beiden. Und die zwei zusammengeführt, führt dann eben zu so einer Kombination von Stickstoff und Sauerstoff und es wird dann eben dieses Peroxynitrid genannt. And so that's what it looks like. Und das ist jetzt eben dieses Peroxynitrid. So one thing, if you're going to be working with stress due to electromagnetic radiation, und wenn ihr jetzt mit Stress arbeitet und Stress, der aufgrund von elektromagnetischer Strahlung herrührt, what you will have is you have to consider the oxidative stress. Dann müsst ihr den oxidativen Stress mit berücksichtigen. And so you'll need to think about protection, and certainly antioxidants should be part of your strategy. Und dann müsst ihr euch einen Schutzmechanismus ausdenken und die Antioxidantien, die gehören definitiv zum Schutzmechanismus. Okay, so looking at some of the frequencies we're going to look at and talk about. Okay, dann schauen wir uns einfach einige der Frequenzen an, die wir uns näher anschauen und über die wir auch sprechen werden. So the 5G is generally it's in two bands around the world. Und das 5G gibt es in zwei verschiedenen Bandbreiten rund um die Welt. We're going to talk about geopathic stress and the Schumann resonances. Wir werden uns auch noch mal näher dem geopathischen Stress widmen und die dazugehörige Schumann-Resonanz. Brainwaves, this is kind of interesting, you know, it's like what comes from that. Die Gehirnwellen, das ist sehr interessant, das wird uns auch noch näher interessieren. The visual spectrum. Das visuelle Spektrum. The auditory spectrum. Das auditive Spektrum. And also when I took with my EMF stress course, one thing that came out, the stress due to the MRI machines, you know, if people get their head stuck in an MRI or even your body, like I had my ankle MRI'd when I had my skiing accident, you know, it's, so there's that, they bring out quite a different frequency as well. Und als ich den Kurs elektromagnetische Felder schrieb, ist mir noch aufgefallen, dass wir unbedingt auch noch das MRI mit berücksichtigen müssen, weil es auch eine ganz eigene Bandbreite ist, die Stress verursacht. Ja, wenn wir zum Beispiel mit einem MRI unseren Kopf gescannt bekommen oder als ich meinen Knöchel damals verletzte bei meinem Skiunfall, auch da bekam ich ein MRI und die Auswirkungen darauf auf den Körper und die Zellen. So the first thing, obviously, people are very interested in the 5G. Und das Erste, was die meisten Leute natürlich immer interessiert, ist das 5G und Stress darüber. So I'm not here to talk about, you know, is it good or is it bad? Und ich sitze jetzt heute nicht hier und werde darüber sprechen, ob das 5G jetzt gut oder schlecht ist. I'm just going to talk about what it is and some interesting conversation I had with my brother about it. Und ich werde euch nur erzählen oder werde nur darüber berichten, was es ist und was es eben nicht ist. Und ich hatte da ein ganz interessantes Gespräch auch mit meinem Bruder darüber. And he's a physics professor, and so he's actually specializes in the area of measurement of radiation. So he knows it all very well from a physics point of view. Und er ist ein Physikprofessor an der Uni und ist genau in diesen Bereichen eben der Strahlung tätig. Also der forscht zum Thema Strahlung und elektromagnetische Felder. So you can see that it's various frequency ranges from the microwave. Und ihr seht schon, dass es hier ganz viele unterschiedliche Frequenzbänder gibt, angefangen von der Mikrowellenstrahlung oder Frequenz. And the wavelengths are in the lengths of millimeters. They're very, very short wavelengths. Und hier ist die Wellenlänge eine sehr kurze, ungefähr wirklich so von Millimetern, ganz eine kurze Frequenz. So you can see the 3G and 4G frequencies are 700 to 2600 megahertz. Wohingegen 3G und 4G sich schon zwischen 700 und 2600 Megahertz aufhalten. And the 5G frequencies are
30 to 300 gigahertz and 6 to 100 gigahertz, which are... Und 5G befindet sich dann eben zwischen 30 und 300 Gigahertz und 6 und 100 Gigahertz. So they're the really higher frequencies. Das sind eben dann die höheren Frequenzen. And last year, my brother and I had a bit of time together. We went skiing in the Australian winter. Und letztes Jahr bin ich dann eben mit meinem Bruder, oder hatte ich Zeit mit meinem Bruder und da haben wir Zeit in den Bergen in Australien verbracht zum Skifahren. And so we, you know, and I started asking him about it because, you know, I'm always very inquisitive and I know he's kind of specialized in this area of measurement of frequencies and stuff like this. Und da habe ich dann angefangen, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich da ja auch sehr interessiert darüber war und er natürlich auch spezialisiert ist in verschiedenen Frequenzbereichen und eben da auch forscht. So from a physicist's point of view, they don't understand why 5G is any worse or 3G and 4G, and they just have the idea that it's just the ionizing radiation is the one that's dangerous because that's known to cause direct DNA damage. Und aus der Sicht eines Physikers wurde nicht klar, warum plötzlich so viel mehr Gefahr von 5G ausgehen soll als von 3G oder 4G. Weil das wirklich Gefährliche sind eigentlich, so which is the most dangerous one? It's the ionizing radiation. Die ionisierende Strahlung. Das ist die eigentlich gefährliche Strahlung. Also nicht die Mikrowellenstrahlung, sondern die ionisierende Strahlung. Und die ist außerhalb von 5G, 3G oder 4G. And the only thing he would tell me, if you're talking on your phone with these, you know, down here, that you only keep changing your ear, because if you have the phone to your ear for too long, then at some point you will start cooking your brain. Und das Einzige, was er mir dann auch sagte, ist, ja, das Einzige, was du machst, wenn du dein Telefon an deinen Kopf hältst, dann solltest du nach einer gewissen Zeit einfach das Ohr wechseln, weil sonst kochst du quasi dein Gehirn. But what he did say, he said he saw a model at a conference of a 5G network. Und was er aber gesagt hat, was er schon gesehen hat, war ein Modell an einer Konferenz, wo es um ein 5G-Netzwerk gegangen ist. And this is his words. Und das sind jetzt wirklich wörtlich seine Worte. He said, "It's the stupidest thing I've ever seen." Und er hat gesagt, das ist wirklich das Stupideste, was ich jemals gesehen habe. Because you need to have a repeater every kilometer. Und damit meint er das 5G-Netzwerk überhaupt, weil man braucht eigentlich alle paar Kilometer einen Repeater. And like, why would you want to even do that? You know, because that means in the city you've got to have them all over the place, and now that they're putting, it means it's going to be so expensive to put these things in. You know. Und das heißt natürlich dann auch, dass in der Stadt alle paar Meter wahrscheinlich mal so ein Repeater fällig wird und es wird einfach nur teuer und sehr aufwendig und er versteht es einfach nicht. So the other thing you would need to consider with this is geopathic stress. Das andere, was wir uns auch noch anschauen müssen in dem Zusammenhang mit dem 5G-Stress, ist der geopathische Stress. And I've sort of developed some interesting ideas about that too. Und auch dazu habe ich einige interessante Ideen entwickelt. Okay, so just a reminder of the different wavelengths. So you can see here we had 3G and 4G down here, and these were 5G. Und hier nochmal als kleine Erinnerungshilfe, hier seht ihr mit den Super High Frequenzen und den Ultra High Frequenzen waren eben 3G und 4G und hier oben haben wir die oberen zwei, Entschuldigung, Super High und Extremely High waren das 5G und Ultra High Frequenz war 3G und 4G. Das sind alles Mikrowellenbereiche, in denen wir uns da befinden im Strahlungsbereich. And then up here you have this ionizing radiation too, which I mentioned before. Und was er vorher eben dann auch noch erwähnt hat, waren diese ionisierenden Strahlen und die findet ihr ganz oben. So down here though, what I'm going to talk about now is the effect of the low frequencies, because these radiations are the same frequencies that our brain waves operate at. Und hier ganz unten mit diesen niedrigen Frequenzen, über die ich auch gleich noch sprechen möchte,
das sind quasi die Frequenzen, die auch unser Gehirn produziert. Das sind unsere Gehirnwellen quasi. So you can see here, this is the different brain waves. Das seht ihr jetzt mal die verschiedenen Gehirnwellen. And so you've got the very low ones, the epsilon state. Und da habt ihr sehr, sehr niedrigen hier, den Epsilon-Zustand hier von den Gehirnwellen. And this is associated with the left and right brain hemisphere integration. Und die wird so in Verbindung gebracht mit der Hemisphärenintegration von linker und rechter Hemisphäre. And it's associated with these mystical out-of-body experiences. Und wird auch in Verbindung gebracht mit diesen ganz mystischen, außerkörperlichen Erfahrungen. Then down here at delta, you've got this deep sleep. Und hier auch noch relativ weit unten in der Tabelle seht ihr die Delta-Wellen und die stehen in Zusammenhang mit dem Tiefschlaf. And if you're conscious, it's actually the state of non-dual oneness awareness, or it's basically sitting in the samadhi enlightened state. Und wenn ihr da Bewusstsein habt, dann seid ihr in einem Zustand dieses Einsseins, quasi außerhalb der dualen Welt. Und dieses Gewahrsein, dass ich eins bin mit allem, was rund um mich ist, auch genannt der Samadhi-Zustand. Theta is this deep sleep meditation, and it's the witnessing state of awareness. So that's the pre-samadhi state. Und Theta-Wellen wäre auch Tiefschlaf, wird auch gefunden in Meditation. Und wenn wir bewusst sind oder wenn wir eben uns bewusst sind, dann ist es hier auch quasi diese Zeuge werden von Bewusstsein oder bewusst Dinge wahrnehmen. Das wäre quasi diese Vorstufe von diesem Einssein, dieses Prä-Samadhi, dieser Prä-Samadhi-Zustand. So those of you who have done the NEPS 3, also diejenigen von euch, die NEPS 3 besucht haben, you've got the this one here, delta, that is, if you're awake, that would be the GABA consciousness balance, and the theta would be the DMT consciousness balance. Und die Delta-Wellen eben würden hier in Verbindung stehen mit der GABA-Balance aus NEPS 2, 3 und die Theta-Wellen mit dem DMT. Then here at Alpha, you've got here, this is meditation, intuition, dreaming, healing, and this is where the Schumann resonance sits. Die Alpha-Wellen werden in Verbindung gebracht eben mit Heilung, Meditation, mit Traum oder Intuition und Träumen. Und hier ist auch der Ort, wo die Schumann-Resonanz eingeordnet wird. Then beta is the waking state, the 5 senses. So this is being alert and attentive in the real world. Die Beta-Wellen wären quasi auch hier, wo der Wachzustand sich befindet, die 5 Sinne, die Wahrnehmung. Und das ist quasi, wie gut nehme ich auch die Welt rund um mich wahr, Wachsein. And so this would, like, if you know, went into the chakra hologram models, this would be the lower mental state. You know, you're awake and you're aware of yourself and you're existing in the physical world. Und wenn wir uns im Zusammenhang mit den Chakren bewegen, dann wären wir hier verortet, auch in diesem niedrigeren mentalen Feld, wo wir sagen, ja, wir nehmen uns wahr und nehmen uns auch in der Welt wahr, nehmen die Welt rund um uns wahr und verorten uns in der physischen Welt. Da geht es um das Physische. Then when you go up to gamma, this would be the higher mental body where you've got those, you know, thoughts of altruism and the noble thoughts, and or the higher astral body where you've got the noble emotions where you're thinking about the benefit of others and how other people can be helped, or, you know, the well-being of other people. Und nachdem ja Beta quasi der niedrigere mentale Körper ist eher selbstbezogen, physisch, ist Gamma quasi der höhere mentale Körper, so wie es im Chakrankurs auch unterrichtet wird. Das heißt, hier werden auch eher die höheren mentalen Prozesse, wie zum Beispiel noble Emotionen und so weiter, verortet. Da geht es um andere, da geht es um Altruismus. Ja?
And then up there you've got the lambda, which is again another mystical out-of-body experience like the epsilon. Und dann ganz oben hier haben wir Lambda und auch hier geht es wieder um etwas Mystisches und auch um außerkörperliche Erfahrungen, wie wir es schon unten beim Epsilon hatten. And when you're looking at the different frequencies, und wenn wir uns hier jetzt nochmal die verschiedenen Frequenzen anschauen, and you can see where I've got the Schumann resonances, and we'll talk about that next. Und hier seht ihr auch, dass immer dazwischen wieder die Schumann-Resonanzen oder Frequenzen eingeordnet sind. Und das werden wir uns gleich als nächstes nochmal näher ansehen. And you can see where they're sitting there, you know, in the different frequency ranges. Und ihr seht schon, dass die in unterschiedlichen Frequenzbändern quasi immer wieder sich wiederholen und vorkommen. And just to remind you back here, these are in the extremely low frequency, which is 3 to 30 Hertz, and the super low frequency, which is 30 to 300. Und nochmal eine Referenz zu nehmen, im Hinblick auf das gesamte elektromagnetische Spektrum, befinden wir uns hier jetzt ganz, ganz unten in diesen letzten beiden, nämlich diesen Super Low Frequenzen und Extremely Low Frequenzen zwischen 3 und 30 Hertz und 30 und 300 Hertz. So let's talk about the Schumann resonance. I don't know if any of you have heard of this before. Maybe you have. Gut, dann sprechen wir doch mal über die Schumann-Resonanz und ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. And this is like what happens. It's caused by the thunderstorms and lightning and that are happening around the world, in the earth at any moment. Und verursacht wird es durch Gewitter und Blitze, die rund um die Erde stattfinden. And so you can see here when they're in the upper atmosphere, they start creating this frequency of electromagnetic waves around the atmosphere of the Earth. Und wenn sie hier in dieser oberen Atmosphäre sich befinden, dann verteilen sich die quasi so rund um die Erde, rund um diesen Planeten, diese Schumann-Resonanz. And so so these electromagnetic waves, they circle around the Earth up to 60 miles up, which is maybe about, I don't know, 100 kilometers. Ja. Und diese Blitze, die kreieren quasi diese elektromagnetischen Wellen. Und diese elektromagnetischen Wellen, verursacht von den Blitzen, die zirkeln umrunden dann quasi die Erde. Und das findet alles an der Oberfläche statt, bis so zu circa 100 Kilometer, also sind so circa 60 Meilen, sind so knappe 100 Kilometer, wo das quasi diese Erdatmosphäre umspannt. And so they increase, so what they do is they combine, and it's like, they call it like the heartbeat of the atmosphere, and it's called the Schumann resonance. And this guy Schumann predicted it mathematically that they would find it, and they did. Und es wird auch genannt eben der Herzschlag der Atmosphäre. Und Schumann hat es mathematisch berechnet und vorhergesagt. Und deswegen heißt es eben so. So these are the principal background radiation of the Earth. So they are, you know, basically the baseline radiations in the Earth. Und das wären quasi jetzt so diese ganz grundlegenden Hintergrundresonanzen der Erde. And so, you know, all life has developed on the Earth with these frequencies in the background. So these frequencies should provide a no stress state, and any disruption to the Schumann resonance would be stressful. Und diese Frequenz, wie sie auch schon heißt, der Herzschlag der Atmosphäre, das ist quasi so die Grundfrequenz der Erde. Und Leben hat sich quasi im Hinblick auf diese Grundfrequenz heraus entwickelt. Und alles, was diese Grundfrequenz quasi stört, löst natürlich Stress aus im Körper. And so the whole model of geopathic stress is that there's actually a distortion or a disruption in the Schumann resonances. Und wenn wir von geopathischem Stress sprechen, dann meinen wir eigentlich immer
eine Störung oder eine Unterbrechung dieses elektromagnetischen Felds der Erde. Klammer eben diese Schumann-Resonanz. Genau. And so the fundamental one is 7.83 Hertz. Die grundlegende Frequenz ist eben 7,83 Hertz. Which falls in the range of alpha human brainwaves. So geopathic stress, if there's an interruption into these frequencies, potentially it could cause stress in our specific brainwaves. Und diese Frequenz 7,83 Hertz fällt ja quasi in die Alpha-Wellen und unsere Alpha-Gehirnwellen des Menschen. Und wenn quasi hier Stress auftritt, dann haben wir quasi direkt Stress mit unseren Alpha-Wellen und vielleicht auch mit unseren Gehirnaktivitäten in diesem Sinne. Okay. And so so if you're sleeping or spending a lot of time in geopathic stress zones, it can really interfere with your health and well-being and, you know, sleep disruptions and stuff like this. Und wenn wir unseren Körper sehr häufig und oft diesen Stresszonen, eben diesen geopathischen Stresszonen zum Beispiel aussetzen, während wir dort vielleicht schlafen oder viel Zeit in so geopathischen Stresszonen verbringen, dann hat es natürlich Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unsere Leistung, auf unser Wohlbefinden. So also you could be affected by underground streams, you know, that some parts of geopathic stress are natural, like there could be fault lines in the earth, there could be water, there could be minerals and metals in the earth. Und einige dieser geopathischen Stressentwicklungen sind natürlichen Ursprungs. Das können unterirdische Ströme sein, Wasser, könnte natürlich auch Minerale sein, irgendwelche Steine, so etwas, ja. But there could also be man-made things like sewers, water pipes, tunnels, things like this. Und es könnte natürlich aber auch aus Menschen gemacht sein, wie zum Beispiel Kanäle, irgendwelche Tunnel, die gegraben werden, ja. Elektrizität gehört auch dazu natürlich. Yeah, and I've listed some things here which is more detailed. Und hier hat er auch schon einige Strukturen, die eben so menschengemacht sind, aufgelistet. Und das ist vielleicht noch ein bisschen detaillierter. This is a mode for a kinesiology mode for geopathic stress. I think it came from Richard Utt. Und das wäre jetzt der Mode für geopathischen Stress. Und ich glaube, der kommt von Richard Utt. And so when you consider, here's something, you know, like that's out of my course that I'm, you know, just a little bit, if you want to consider it, is that when you look at the geopathic stress, it could be like water, it could be the earth, it could be minerals. Und jetzt noch eine Kleinigkeit aus meinem Kurs, ja. Und wenn ihr geopathischen Stress mit bedenkt, dann kann es natürlich aus Wasser sein, aus der Erde, es können Mineralstoffe sein. So what I realized is the geopathic stress would probably be divided in, you could look at the 5 elements in terms of geopathic stress. Und da ist mir dann eingefallen, dass man ja natürlich geopathischen Stress vielleicht auch unterteilen könnte, wie zum Beispiel in die 5 Elemente. Because, so what you would look at is, if you remember that I see the 5 elements as actually 5 qualities. So you would, when looking at geopathic stress, I think you need to look at it and see which of the 5 elements is being disrupted by the geopathic stress, definitely. Und wenn wir von den 5 Elementen sprechen, sprechen wir ja immer auch von 5 Qualitäten. Und so könnten wir auch von 5 Qualitäten von geopathischem Stress sprechen. Das heißt, ihr könntet herausfinden, welches Element, quasi welcher geopathische Stress quasi hier anzeigt oder betroffen ist, aufgrund dieser 5 Elemente. So there's the geopathic stress mode, as I mentioned before. Genau, das ist also nochmal dieser geopathische Stressmode, wie ich ihn vorher schon erwähnt hatte.
So the other things that are interesting is the visual spectrum. Das andere, was noch interessant ist, wäre das visuelle Spektrum. Okay, so this falls in the near ultraviolet frequency range. Das kommt so in diesen oder fällt so in einen nahezu ultravioletten Bereich. And you can see there's it's a very narrow range in there between infrared and ultraviolet. Und ihr seht schon, es ist ein ganz kleiner Radius hier zwischen Infrarot und Ultraviolett im Licht. But there could be, but they're frequencies, so you could have these specific frequencies, you know, the 405 to 790 T-Hertz that could interrupt with your visual processing in your retina. Aber es sind ja auch Frequenzen. Also könnte es zum Beispiel sein, dass die 405 bis 790 T-Hertz irgendwo vielleicht interferieren dann auch in der Retina. Dass es da eine Interferenz gibt. So that's another possibility that could be interfered with by the electromagnetic radiation. Es könnte sein, dass eben dieses Spektrum hier, das ist gerade erwähnte, eine Interferenz erlebt mit den elektromagnetischen Feldern. The MRI. Oder mit elektromagnetischer Strahlung. Dann hier zum MRI. And so you have 6 or more of these coils and receivers and all this kind of thing when you scan the brain, and they range from 1 megahertz to 300 megahertz. Und hier haben wir im MRI 6 oder sogar mehr von diesen Kegeln quasi, von diesen verschiedenen, wo diese Signale quasi eine Bandbreite haben von 1 bis 300 Megahertz. The auditory range is about 20 hertz to 20 kilohertz. Und die auditive Bandbreite, die wir so wahrnehmen als Menschen, reicht so von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. So to help you with your balancing, I've put here a few acupressure formats that you can use. Und um euch da jetzt zu helfen mit euren Balancen, habt ihr hier ein paar Akupressurformate, die ihr mit einbauen könnt. You've got the EMF, which is the force mode plus heart. So that's one of the, because electromagnetic radiation is actually a force. It's one of the 4 forces, known forces of physics. Und hier seht ihr schon, beim elektromagnetischen Feldern, EMF, habt ihr den Kräftemod. Und der Kräftemod daher, weil elektromagnetische Felder gehören quasi zu den 4 Kräften, die wir in der Physik kennen. So you've got force mode plus heart, because you know it's about how the electromagnetic force is being worked upon you. So you're receiving the force. So we use the heart, which is yin, because you receive it. Und wir haben hier den Kräftemod plus Herzalarmpunkt. Und wie ihr seht, eben Herzalarmpunkt, Herz ist der Yin-Alarmpunkt. Das heißt, es geht hier um Kräfte, die wir empfangen. Also ja, in Empfang nehmen. Elektromagnetische Kräfte. So that's from my nutrition course. Dieses Format stammt aus meinem Ernährungskurs. Then we've got the cellular pathology for radiation stress. Dann haben wir die zelluläre Pathologie für Strahlungsstress. So that's from my Immune 1 course. Dieses Format stammt aus dem Immun 1 Kurs, eben für Strahlungsstress. And then you've got oxygen. Dann haben wir noch den Sauerstoff. And that's from the nutrition course. Auch wieder aus dem Ernährungskurs. So just do nutrition and stomach 18 on the right. Yeah. Das wäre dann einfach der Ernährungsmod mal Magen 18 rechts. It's part of my expanded Riddler system, point system. It's expanded it greatly. I mean, those of you who have done nutrition A know how many nutrition formats are in there. A lot. Ich habe das Riddler-System quasi so ein bisschen ausgedehnt und ausgeweitet, und diejenigen von euch, die den Ernährungskurs haben, wissen das. Also es gibt da sehr viele Modes. Then you've got the electron. So this is again from the nutrition course.
Dann haben wir noch das Elektron, was wir hier formatieren können, aus dem Ernährungskurs. And then you've got the cell membrane and DNA there, like the organelles, and that's from Immune 1. Und dann haben wir noch Zellmembran und DNA und das kommt aus dem Immun 1. So if you're going to balance someone for electromagnetic radiation, Und wenn ihr jetzt jemanden für elektromagnetische Strahlung balancieren wollt, you need to do it with in reference to or with respect to some part in the body. dann müsst ihr das ja immer da in Referenz zu irgendeinem Teil im Körper machen. So, you know, for example, it could be with respect to an organ or gland. They might have problems with, you know, their intestines or their stomach or their heart or their lungs. Und eben, ihr sucht euch einfach ein Organ oder eine Drüse zum Beispiel und das könnte irgendwie der Dickdarm oder der Dünndarm sein, das Herz, ja, was auch immer, also irgendeine Drüse oder ein Organ. And then also they can have, you know, in the brain as well, because it could, you know, it could be making, upsetting different brain processes, especially with your brain waves. Aber natürlich betrifft es dann auch das Gehirn, weil auch elektromagnetischer Stress kann ja auch eine Auswirkungen auf das Gehirn und die Gehirnfunktion haben. And you could also have issues with the geopathic stress as well. So you could add that geopathic stress mode into this sequence of formats. Und im Gehirn natürlich auf die unterschiedlichen Frequenzbänder, die wir vorher besprochen haben. Und dann natürlich auch noch der geopathische Stress. Ja, also auch hier kann wieder Stress bestehen, die wir vorher besprochen haben. So there's the cell mode, which is anatomy deep touch. Das wäre jetzt der Zellmode, das heißt einfach mit dem Daumen einen festen Druck auf diesen Zeigefinger, falls wir jetzt mit dem Formatierungssystem nicht vertraut There's sind. the energy mass mode. Wäre der Energiemasse-Mode. There's the force mode. Das wäre der Kräftemode. And the pathology mode. Und der Pathologie-Mode. So anyway, I hope you've enjoyed the talk. Also wie auch immer, ich hoffe, euch hat mein Vortrag gefallen. And thank you for, this is the 7th in the series. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und das war jetzt das 7. Webinar in dieser Serie. And thank you to Alexandra, of course, for her wonderful translation. Und danke auch an mich für die Übersetzung. And interpretation. Und manchmal auch Interpretation, je nach Tonqualität. Okay, thank you. Ja, und danke natürlich an der Stelle auch an Hugo Tobar, der das alles zusammengeschrieben hat. Eine Webinarserie nach der anderen, eine brillanter nach der anderen. Vielen Dank. Thank you. So thank you to you, Hugo. Thank you. I appreciate the gratitude, and I hope, you know, through the lockdown that you've been able to keep inspired about your kinesiology and your clinic work and all this kind of thing. Und er hofft natürlich und wünscht euch, dass ihr auch während dieser Lockdown-Phase weiterhin inspiriert seid und weiterhin arbeitet und weiterhin eure kinesiologische Arbeit eben vollbringt. So thank you. Also vielen Dank.